Ähnliches. Was mir beim Musikmachen sehr wichtig ist die Besinnung auf die Wurzeln des Musikmachens. Das erkennt man bei Kindern am allerbesten. Also, wenn Musik kommt, die fangen sofort an, irgendwas zu machen. Die bewegen sich und klopfen mit und singen und tanzen und alles. Also die verbinden das, was von außen kommt, mit dem, was von innen dann dazukommt. Also es ist wirklich ein wunderschönes Ausdrucksmittel. Und genau das ist für mich der Zielzustand, den ich gerne auf der Bühne auch haben möchte. Und das versuche ich auch meinen Schülerinnen und Schülern mitzugeben, dass das eigentlich der Ursprung ist. Das Musikmachen aus dem Bauch heraus, aus der Leidenschaft heraus, mit Feuer. Ja. Was ich einfach finde, ist, dass viele sehr im Kopf verharren. Die nehmen sehr vieles über den Kopf wahr und sie üben sehr viel. Überarbeit ist ja extrem anspruchsvoll und eine sehr intellektuelle Angelegenheit. Wenn man jetzt Jazz-Improvisation anschaut, was da abgeht, ist eigentlich irre. Ja? Also, nur habe ich oft das Gefühl, dass viele dann beim Üben bleiben. Wenn man dann auf der Bühne steht und jetzt nur den Kopf hat, dann hört man das halt auch. Ja? Man hört, also wenn ich das jetzt sehe oder auch auf einem Recording höre, dann höre ich einfach, dass der mit dem Kopf gespielt hat. Und das ist vielleicht intellektuell beeindruckend, aber es erfasst mich nicht als ganzen Menschen und bringt mich auch nicht zum Singen, Tanzen, also bringt mich nicht dorthin. Aber dann gibt es andere, die den gesamten Körper reinbringen, alles, was in ihnen drinnen ist. Die verbinden sich mit dem, was von außen kommt, mit dem, was sie erfahren haben, die Eindrücke, die von außen kommen sind oder in dem Moment gerade auf der Bühne passieren, mit dem, was von innen kommt. Und das ist dann das, wo es mit mir auch so geht. Ich glaube einfach, dass viele Menschen diesen Schranken haben irgendwie, dass sie ja nicht so viel zeigen wollen von sich. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung. Es muss ja nicht jeder die gleiche Extrovertiertheit mit sich bringen. Ja? Und es ist nur wichtig, dass das, was man gerne möchte, eigentlich sich auch tun traut. Und das ist beim Musikmachen halt auch für mich ein wesentlicher Teil eigentlich. Also man soll nicht blockiert sein von dem, was vielleicht jetzt gedacht wird von außen. Ich finde es immer sehr wichtig, es hat ein bisschen was Absurdes, dieses Notenbrett. Das ist wirklich wie ein Brett vorm Kopf, weil Musik ist ja etwas, was übers Ohr passiert in allererster Linie. Die Noten sind ja dafür da, dass man das, was einmal komponiert wurde, dass das gesammelt wird, also dass man das später dann auch noch einmal. Aber eigentlich, wenn man einen starken Hang dazu hat, alles visuell wahrzunehmen, dann sollte man erst recht die Noten wegtun und viel, viel, viel mit Ohren hören und lernen. Also ich habe da zum Beispiel eine Schülerin, an die ich immer wieder gerne denke. Die hat eine wunderbare, fundierte klassische Saxophonausbildung gehabt und super gespielt und alles. Und die wollte aber Popularmusik, also Jazz-Saxophonistin werden und Aufnahmeprüfung machen. Die hat dann in den Regenwald gehen müssen für 2,5 Monate, weil sie noch ein anderes Studium abschließen musste. Kurz vor den Aufnahmeprüfungen ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, nicht zu üben, aber sie hat gesagt, doch, sie macht es, sie nimmt ihr Saxophon mit. Und sie hat das durchgezogen, sie hat dann jeden Abend dort geübt, im Regenwald, in einer Hütte, ohne Fenster und konnte das Licht nicht einschalten, weil sonst die Moskitos halt sie komplett zerfressen hätten. Und sie hat dann wirklich einfach, ich habe ihr vorher auch die Noten weggenommen, aber dort hat sie sogar nichts mehr gesehen. Sie hat nichts mehr gesehen und hat sie nur auf ihre Ohren verlassen können. Und die ist zurückgekommen und hat gespielt wie eine Göttin. Ich habe das nicht glauben können. Es war Wahnsinn, ja. Das war ein anderer Mensch. Genau das, was ihr gefällt hat, hat sie dort gelernt. Also nur zu spielen, was da steht, ist einfach zu wenig, um komplett zu werden. Wenn man was runterhört, wenn man was transkribiert, dann hört man ja nicht nur die Töne, sondern man hört ja auch, wie der atmet, wie der phrasiert,
wie der die Dynamik macht. Also das sind diese ganzen anderen Dinge, die man bei Noten direkt aufschreibt. Man muss alles aufschreiben und doch kann man es nicht so genau niederschreiben. Und wenn man es über Noten liest, dann muss das zuerst in den Kopf hinein und dann muss man das erst verstehen können. Aha, wie hat er das vielleicht gemeint und so. Ja, okay, dann muss man es mal üben und probieren und mit Mühe und Not. Also das ist eigentlich ein Umweg. Ja. Jetzt bin ich wieder beim Jazz. Wenn man ein Coltrane-Solo hört, ja, dann hört man, dass der um sein Leben spielt. Wenn man das jetzt da eben per MIDI aufschlüsseln würde, dann wird das wirklich trotzdem noch wahnsinnig komplex sein, was er spielt, aber teilweise ungenau vielleicht oder also ständiger Gewurl auch. Ja, also man muss dazu sagen, der hat unfassbar komplex gespielt, ja, also wirklich Hochleistungssaxophon natürlich, aber er hat auch dieses Feuer und diese Leidenschaft und das Ganze gehabt. Und eben das Gefühl, der spielt ums Überleben. Und das braucht halt manchmal ein Gewurl. Ja, aber wenn man das jetzt auf Noten aufschreiben würde, ist das irgendwie, ja, würde ich nicht machen. Da spielt vielleicht das Musikantische auch eine Rolle. Es gibt einfach, ich habe mit klassischen Musikerinnen und Musikern zu tun gehabt, die, wenn der Notenzettel weg war, wie verloren da gestanden sind und keinen Ton mehr spielen haben können. Das Musikantentum ist eigentlich das spontane Zusammenkommen und spontane Musik machen. Das ist für mich ein bisschen so der Inbegriff. Also ich finde das sehr schön. Ja, das ist keine Frage. Also ich glaube, dass alle können voneinander lernen. Deshalb habe ich ganz bewusst auch auf der Uni dann, wo man dann ja einen Schwerpunkt wählen muss, ich habe ja Jazz studiert eigentlich in Graz und dann in Wien, da habe ich dann ganz bewusst den Schwerpunkt Klassik gewählt, weil das für mich schon ein Teil von, man muss ja die Gesamtheit sehen. Erstens, ich will mir auskennen, halbwegs. Und zweitens möchte ich das den Leuten auch beibringen können, wenn sie zu mir kommen. Ja. Man kann vom Kleinkind was lernen und man kann vom Techniker was lernen. Und man kann natürlich auch vom Jazzmusiker was lernen. Und egal, was man spielt und was man übt, es ist immer wichtig, dass man Musik draus macht. Und wenn ich 2 Töne zu spielen habe, dann sind es die besten 2 Töne meines Lebens. Die müssen immer verpackt werden im Gesamten. Und natürlich, ein Teil ist, dass man einfach nur stur die Fingertechnik vielleicht übt. Ja? Dass man übt, dass die Finger wissen, was sie zu tun haben, damit man es automatisiert. Aber dann ist man noch nicht fertig mit dem Üben. Dann, wenn die Finger das können, dann muss man schauen, wie kann ich eine Tonleiter zum schönsten Musikstück der Welt machen.